Ui. Moin, Freunde des gepflegten Leistungssports. Ich lasse jetzt die Katze einfach mal aus dem Sack. Ich beende meine internationale Gewichtheberkarriere. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass meine aktuelle Trainingsleistung als auch meine aktuelle Wettkampfleistung nicht mehr ganz so ins Bild passt. Das liegt daran, dass ich tatsächlich schon mit meinem letzten großen internationalen Wettkampf in Phuket im April diesen Jahres zu mir gesagt habe, international werde ich nicht mehr in den Start gehen. Mit der Entscheidung bin ich sehr glücklich, weil es geht immer weiter und ich habe gemerkt, dass Gewichtheben extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, extrem viel Kraft in Anspruch nimmt und ich das nicht mehr möchte. Das war ja eigentlich nur ein Alibi. Also du musst dir vorstellen, du bist auf der Sportschule, du hast dein ganzes Leben lang, gut, da war noch nicht viel Leben gelebt, aber du hast nur Fußball gespielt. Es gab gar keinen anderen Sport als Fußball. Und dann heißt, Fußball ist jetzt nicht mehr. Und übrigens, von der Schule musst du auch, weil ist eine Sportschule, ne? Ohne Fußball keine Sportschule. Ja, was kann ich denn noch machen? Und ich habe ja schon längst, ich war ja schon auf Abschiedstournee im Internat. Und dann hat mein Klassenkamerad ja gesagt, der Christoph Schiller, der war einer der 3 Gewichtheber, die wir hatten in der Klasse. Nie gewusst, was der eigentlich macht beim Gewichtheben. Ja, nimm doch mal so ein Besenstiel und geh mal in die Hocke. Da kam ich mir schon so richtig dumm vor. Ich wusste nicht mal, was Reißen und was Stoßen ist. Wusste ich nicht. Und da gab es ja auch dieses Gespräch mit dem Direktor und ja, Max, hast du eine Idee? Sag ich, nee, natürlich nicht. Ich könnte Gewichtheben machen und habe noch gelacht. Ich habe wirklich gelacht. Und der hat gesagt, ja, mach mal. Und 2 Tage später war dann auch der Trainer da vom Gewichtheben und der hat gekauft wie gesehen. Und dann wäre es ja fast nochmal gescheitert, weil das Training, das allererste Training war morgens um 7 und da war es schon Ende des Jahres, also es war schon kalt draußen und da habe ich mir echt überlegt, gehst du da jetzt hin oder bleibst du einfach liegen und sagst, sorry, war nix. Und dann fing das an. Nach einem halben Jahr Kader, nach einem Jahr erste EM, da habe ich auch Simon Brandhuber kennengelernt, das erste Mal. Und dann war ich im Inner Circle. Verrückt. Und ab da hat sich ja eigentlich einmal komplett alles gedreht. Ne? Von du, du spielst zwar immer noch Fußball, aber nicht mehr so auf Leistungssportebene, sondern du machst Leistungssport, Gewichtheben, machst noch die 2 Jahre fertig, dann gehst du raus aus der Schule, machst wieder irgendwas anderes, zu, okay, jetzt bist du so gut, jetzt müssen wir über Bundeswehr reden. Ne? Du machst aber vorher noch die Ausbildung. Natürlich auch nur so, damit du den Sport noch nebenbei machen kannst. Deswegen war ja meine Ausbildung, das war ja furchtbar. Mich nur aufs Training gefreut dann. Und danach Bundeswehr. 2013 Bundeswehr. Und jetzt gehe ich nach 12 Jahren raus. Länger durchgehalten als manch andere. Ja, und witzigerweise, das Bild, was hier liegt, war meine erste Weltmeisterschaft. Meine allererste Weltmeisterschaft und ich war aufgeregt wie die Sau. Ich bin nicht über EM oder sowas auf die große internationale Bühne, sondern direkt mit einer WM. In Kasachstan war das. Boah, da habe ich mir richtig in die Hosen gemacht. Aber 50 gerissen. Genau 10 Jahre her. Brutal. Und was da alles dazugekommen ist dann noch, wo ich überall war. Ich war 2-mal in Thailand, ich war 2-mal in Kolumbien, ich war 2-mal in den Staaten, ne? Um jetzt mal die Länder zu nennen, wo man jetzt so vielleicht erstmal nicht hinkommt, außer man macht halt gerne dort Urlaub. Und auch, was ich für Freundschaften gebildet habe über die Zeit. Ja. Oder wenn wir jetzt über die Bundeswehr reden, hast du ja auch über die Lehrgänge, hast du ja Menschen kennengelernt, die wirklich richtig erfolgreich waren. Ja, also wenn du jetzt die Spiele guckst und wenn da Medaillen kommen, die sind meistens bei der Bundeswehr. Und mit vielen von denen hatte ich dann auch schon so zu tun. Wird mir auch schlagartig bewusst, was ich eigentlich damals gemacht habe. Geschrubbt wie ein Irrer, Muskelkater gehabt, platt gewesen. Muss dir mal vorstellen, du bist so platt, dass du nicht mal schlafen kannst. Aber auch verdammt viel mitgenommen aus der Zeit. Ne? Wenn man sich die Dinge erarbeiten muss, prägt das schon ein bisschen fürs Leben. Weil man stellt sich ja zwangsläufig dann die Frage, war es das wert?
Ja, weil zum Schluss habe ich 3-mal versucht, zu den Spielen zu kommen, habe es 3-mal nicht gepackt. Da fehlt natürlich jetzt dieser eine Haken. Aber ich denke, alles in allem war es vielleicht jetzt für den Moment nicht das, was ich erreichen wollte. Aber ich habe so ein kleines Bauchgefühl, dass sich das dann irgendwann mal lohnen wird. Wenn noch ein paar Jahre ins Land gegangen sind und man Dinge tut, wo vielleicht andere schon vorher sagen, nee, ist nichts für mich. Und ich war es halt jahrelang gewöhnt, die Extrameile zu gehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, so viel bereue ich nicht. Ich habe alles versucht. Immer. Zumindest weiß ich jetzt, wie man sich richtig ernährt. Und wie man ins Kaloriendefizit geht. Und wie man reagiert, wenn man sehr stark im Unterzucker ist. Wie man mit Heißhunger umgeht. Zum Glück habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mal ein Eis esse oder mal einen Burger essen gehe oder so. Im Gegenteil, jetzt kann ich solche Feste richtig schön zelebrieren. Ja, das war's. Time to say goodbye, Ronny. Das war schön. Wie geht's jetzt weiter? Sehr gute Frage übrigens. Ich hebe noch eine Saison Bundesliga. Das mache ich alles im Rahmen meines Abtrainierens. Ich denke, es wäre falsch, von 100 auf 0 sofort runter zu bremsen. Immerhin stecken jetzt schon 17 Jahre Gewichtheben in dem Körper. Und deswegen möchte ich einfach meinem Körper die Möglichkeit geben, sich langsam runterzufahren. Dass ich jetzt international aufhöre, heißt aber nicht automatisch, dass ich mich auch von Social Media verabschieden werde. Ich werde vielleicht nicht mehr ganz so oft zu sehen sein, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich mein Content umwandle in echten Content. Also von schaut mal, wie schön ich hebe, zu schaut mal, was ich mache. Das könnte hier und da vielleicht euch weiterhelfen, damit ihr auch wirklich was davon habt. Darüber hinaus werde ich mein Programming ein bisschen vorantreiben. Ich werde weiter Personal Trainings geben, ich werde weiter Seminare geben und daran halte ich auch fest. Ein bisschen verrückt ist es trotzdem, weil es ein sehr, sehr langer Lebensinhalt war, den Sport zu machen und trotzdem bleibe ich aber dabei, ohne sentimental zu werden. Es war die richtige Entscheidung. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr ganz viel hinterher wart, was ich so treibe, mir gefolgt seid. Dürft ihr auch gerne weitermachen. Großes Dankeschön natürlich an meine größten Supporter. Die Bundeswehr, die Deutsche Sporthilfe und auch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Ohne die jetzt nicht funktioniert. Und ja, einfach danke. Bis bald.